Gute Voraussetzungen für das Studium der Psychomotoriktherapie, denke ich, gibt es so auf verschiedenen Ebenen. Eins ist ganz sicher die Freude und das Interesse an der Bewegung, eines der Grundelemente der Psychomotoriktherapie. Dann braucht es aber auch Interesse an Wissenschaftlichkeit, Auseinandersetzung mit Theorien. Es langt auch nicht, wenn man einfach die Freude hat an der Bewegung, sondern man muss wie auch sich bewusst sein, man setzt Bewegung ein als ein Medium in der Arbeit mit dem Kind. Also es braucht Interesse für die Entwicklung des Kindes, das Verständnis der verschiedenen Entwicklungsphasen und was ist der Stellenwert der Bewegung. Das ist so ein Bereich. Dann muss man auch das Interesse haben für das Berufsfeld. Das Berufsfeld der Psychomotoriktherapie in der Schweiz ist in der Schule, das Setting in der Schule. Also man muss sich da auch für das Berufsfeld der Schule interessieren. Wenn man sich dann bei uns für das Studium der Psychomotoriktherapie interessiert, ist es auch wichtig, dass man die Aufnahmekriterien kennt. Eins ist die gymnasiale Matur. Das heisst, wenn ich die gymnasiale Matur mitbringe, ist das sehr gut. Man kann aber auch über den Weg von einer Passerelle kommen. Man kann Berufsmatur machen und dann Passerelle nachholen. Das ist so die erste Ebene. Dann gibt es ein Aufnahmeverfahren, wo man die Eignung abklärt. Und dann als dritter Punkt gibt es auch einen Platz bei uns in der Psychomotoriktherapie, also einen Studienplatz. Das Aufnahmeverfahren selber besteht aus 3 Teilen. Es ist ein Teil, wo man schaut, wie ist das Bewegungsverhalten, ist man geeignet aufgrund von der Bewegung. Das findet bei uns im Bewegungsraum statt. Dann schreibt man ein Motivationsschreiben bei uns vor Ort und mit mir findet dann jeweils noch ein Gespräch statt, wo ich versuche, so das Potenzial der einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten abzuklären. Psychomotoriktherapie an der HFH zu studieren hat ganz sicher seine Stärken. Es ist einerseits, dass die Ausbildung da an der Hochschule für Heilpädagogik sehr interdisziplinär ist. Also man macht zwar die Ausbildung zur Psychomotoriktherapeutin, hat aber gleichzeitig auch Veranstaltungen mit den angehenden Logopädinnen und Logopäden. Das heisst, man lernt da schon, wie man dann im Berufsfeld schafft. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit ist ganz wichtig. Ich denke, das ist eine der Stärken. Dann ist es in der Deutschschweiz quasi, haben wir ein Monopol. Es ist der einzige Ort, wo man die Ausbildung machen kann. Rund ein Viertel bis ein Drittel von der Ausbildung ist praxisbezogen. Man geht in Praktikum, aber auch man hat Praxis da vor Ort an der Hochschule. Wir haben hier Therapie-Lehrpraxis, wo die Studierenden direkt zum Beispiel mit Kindern bereits erste Erfahrungen machen und dann von Dozierenden supervidiert werden. Zürich ist eine spannende Stadt. Ich denke, wenn man da studiert, hat man auch eine tolle Stadt. Was ich auch noch ganz etwas Tolles finde, ist, dass man sehr gemischt ist, wenn man bei uns die Ausbildung macht. Das heisst, wir haben als Studierende so ein breites Spektrum. Wir haben einerseits die Abgängerin von der Matura. Wir haben aber auch bereits gestandene Berufsfrauen, die zum Beispiel vom Lehrberuf kommen. Wir haben Quereinsteigerinnen, jemand, der aus der Bewegungspädagogik kommt, jemand, der aus dem Theater kommt, jemand, der zum Beispiel Goldschmiedin war. Und wir haben auch zunehmend Abgängerinnen bereits von pädagogischen Hochschulen. Das heisst, die Studierenden können sehr stark voneinander profitieren. Die jungen Studierenden sind fit im Prüfungen schreiben, im Computer benutzen. Die erfahrenen Berufsfrauen bringen so das mit, wie schafft man mit Kindern. Und ich denke, das ist sehr bereichernd, wenn man da bei uns studiert, dass man gegenseitig voneinander profitieren kann. Wir haben sehr ein breites Angebot, wenn man nach abgeschlossener Ausbildung sich möchte weiterbilden möchte. Eines der Kernthemen ist sicher der Einstieg in die Berufsarbeit. Da haben wir regelmäßig eine Supervision für Berufsanfängerinnen, die wir über die Weiterbildung organisieren. Da können ehemalige Studierende da quasi ihre praktische Arbeit vorstellen und in der Gruppe besprechen. Das ist eine Möglichkeit. Dann haben wir sicher auch Weiterbildungskurse, die wir anbieten, wo wir die neueste Diagnostik beispielsweise vorstellen, die neuesten diagnostischen Verfahren präsentieren, therapeutische Methoden, die im Studium noch zu wenig Platz hatten, spieltherapeutische Methoden vertiefen. Das ist ein zweiter Schwerpunkt, wenn man sich weiterbilden will nach der Ausbildung. Wenn man Interesse hat, jetzt noch weiterzugehen, einen Master zu machen, dann gibt es da den HFH für die Abgeschlossenen, für die Absolventinnen von der Psychomotoriktherapie auch sehr gute Möglichkeiten. Wir haben einerseits den Frühbereich,
Also die Früherziehung als Masterausbildung, da können die Abgängerinnen direkt einsteigen. Es wird ihnen sogar gewisse Module anerkannt. Das ist eine attraktive Form von einem Master. Sehr viele interessieren sich dann auch für die schulische Heilpädagogik, gerade wenn sie schon aus dem Lehrberuf kommen. Auch da haben sie dann die Möglichkeit, die schulische Heilpädagogik sich noch einen Master zu erwerben.